Hallo alle, schön, dass ihr vorbeischaut. Wir machen heute ganz klassische und ich finde relativ altmodische Schillerlocken oder auch Schaumrollen genannt. Wir machen den Blätterteig selber, da freue ich mich total auf euer Feedback, wie ihr das findet. Es gibt eine ganz aufwendige Variante und ich zeige euch heute aber so eine etwas einfachere Sache. Und hier könnt ihr auch schon die Zutaten für den eigentlichen Blätterteig sehen. Also einfach nur Mehl, wir haben Salz, wir haben Butter, die in Würfel geschnitten ist und kalt ist und da habe ich jetzt ein bisschen Zucker zugetan. Und das Ganze wird jetzt in unserer Küchenmaschine mit diesem Flachrührer für ein paar Minuten eher so verrührt, verarbeitet, bis die Butter ein bisschen kleiner wird, aber dennoch in Stücken bestehen bleibt. Und nach einem kurzen Moment kommt dann da noch kaltes Wasser dazu. Wenn das Wasser drin ist, kommt der Teig meistens super schnell zusammen, sodass wir den jetzt gleich im nächsten Schritt in etwas Folie gewickelt erstmal kalt stellen können. Und hier können wir einmal kurz über normalen Blätterteig und auch Plunderteig sprechen. Da müsst ihr ja normalerweise einen Teig herstellen und die Butter kommt in einer großen Platte in diesen Teig rein. Die Variante, die ich euch hier zeige, dieser holländische Blätterteig, der fuscht halt so ein bisschen und arbeitet die Butter in dieser Variante halt ein. Und gleich könnt ihr auch sehen, wie wir aber trotzdem auf diese schöne Blätterung kommen, die man halt von Blätterteig haben möchte. Ich habe mir also Frischhaltefolie genommen, habe meinen Teig da drauf gepackt, das Ganze in Folie gesandwiched, das Ganze platt gedrückt und dann für mindestens 2 Stunden kalt gestellt, damit mein Teig wieder schön kalt, also meine Butter schön kalt bleibt oder wieder kalt wird und sich der ganze Teig einfach etwas entspannen kann. Schön flach drücken, damit das Ganze schön gleichmäßig durchkühlt und wir das gleich leichter ausrollen können. So sah das dann aus. Ab in den Kühlschrank für mindestens 2 Stunden. Das war dann jetzt bei mir einige Zeit später. Ich konnte meine Folie entfernen und mein Teig ist schon deutlich wieder fester geworden. Ich habe mir dann etwas extra Mehl geschnappt, auf meine Arbeitsfläche verteilt, bisschen unten drunter, bisschen oben drauf und jetzt rollen wir das Ganze aus. Am Anfang sieht der Teig immer noch ein bisschen wild und wüst aus, aber umso öfter ihr diese Technik, die ich euch jetzt zeige, macht, umso glatter wird das Ganze und das Endergebnis wird nachher echt super. Hier könnt ihr jetzt halt auch nochmal super gut erkennen, wie sich die ganzen Butterflöckchen da drin verteilen und dadurch, dass wir das Ganze ja jetzt dünn ausrollen, zieht sich auch die Butter so ein bisschen auseinander und wir falten das Ganze jetzt, wir geben dem Ganzen jetzt eine einfache Tour, so nennt man diese Falttechnik, die ihr jetzt gleich seht und dadurch wird ja diese Butterflöckchen, die werden immer wieder aufeinander gestapelt und immer wieder dünn ausgerollt und dadurch zieht sich alles schön und wird schön blättrig. Das ist eigentlich schon alles und es ist einfacher als einen richtigen Blätterteig herstellen, weil wir halt hier einen Schritt so ein bisschen gespart haben. Aber was ihr seht, was ich immer wieder mache, ist meinen Teig länglich ausrollen und dann so ein bisschen falten wie ein Brief, würde ich das jetzt sagen. Dazwischen gucke ich immer, dass ich nicht zu viel Mehl zwischen meinen Teiglagen habe, damit auch alles wirklich schön festpappt und sich zusammenrollt. Und dann faltet ihr das jeweils halt wie ein Brief, dreht dann diesen Verschluss zu euch und rollt das Ganze nochmal längs aus. Und das habe ich insgesamt, ich glaube, 4 Mal gemacht. Nach dem 4. Mal war ich zufrieden, habe das Ganze dann in meine Folie wieder gepackt und wieder kalt gestellt, damit die Butter auch wirklich kalt bleibt und der Teig nicht zu weich wird. Bei mir ist das über Nacht gewesen, das heißt, ich hatte jetzt hier eine Nacht Teigruhe und konnte jetzt mit dem Verarbeiten meines Teiges weitermachen und das Ganze fertig machen. Also geht es auch hier wieder weiter mit ein bisschen Mehl auf meiner Arbeitsfläche und auf meinem Teig selber. Was ich jetzt nochmal gemacht habe, da müsst ihr aber auch einfach mal schauen, wie das für euch am besten funktioniert und wie blättrig ihr das Ganze haben möchtet. Ich habe dem Ganzen noch eine letzte Tour gegeben, also das Ganze noch einmal wie so ein Brief gefaltet und das Ganze dann normal ausgerollt. Ja, ist einfach eigenes Gusto, kommt drauf an, wie blättrig ihr das haben möchtet. Es gibt zum Teil auch richtige Normen, wie oft sowas gefaltet wird, aber ich mache das immer nach Bauchgefühl und wie viel Geduld ich habe. Also bei mir war es, glaube ich, 4 Mal. Gut, dann ging es bei mir weiter mit dem eigentlichen Ausrollen meines Teiges. Ihr könnt jetzt auch sehen, wie gut mein Teig einfach auch generell jetzt aussieht. Der sieht jetzt nicht mehr klebrig aus oder irgendwie komisch schmierig oder so. Das ist jetzt optimal, um damit weiterzuarbeiten. Also nochmal ein bisschen Mehl einfach auf eure Arbeitsfläche und das Ganze dann schön dünn ausrollen. Wie dick oder wie dünn ihr das Ganze rollt, ist immer schwierig zu schätzen. Ich glaube, ich habe gelernt 4 bis 6 mm bei Blätterteig. Ich kann mich aber auch vertun. Bei sowas höre ich eigentlich immer auf mein Bauchgefühl. Ja, müsst ihr einfach mal schauen, wie das für euch am besten funktioniert. Aber lieber einen Tacken dünner, als so ultra dicke Brocken da nachher auszurollen. Ich habe dann weitergemacht nach meinem Ausrollen und habe mir diese Schillerlocken-Förmchen
Dinger genommen. Die waren relativ günstig auf Amazon zu finden. Ich gucke mal, dass ich euch den Link dazu unten in der Infobox reinsetze. Ich hatte keine hohen Erwartungen, aber die haben eigentlich ziemlich gut funktioniert. Von daher, ja, schaut am besten einfach mal selbst. Beim eigentlichen Schillerlöckchen drehen voll easy. Ihr schnappt euch halt einen Pizzaschneider, war es jetzt in meinem Fall. Fettet eure Form so ein bisschen ein, damit da nichts dran festpappt. Dann schneidet ihr euch aus eurem Blätterteig, weiß ich nicht, 1 bis 1,5 cm breite Streifen und dann wickelt ihr das Ganze da auf. Also da ist wirklich nicht viel bei. Guckt nur, wenn ihr eure fertigen Löckchen dann fertig habt, dass ihr die mit dem Verschluss nach unten auf ein Blech legt und das Blech auf jeden Fall Backpapier unten drunter hat. Das ist ganz wichtig. Und dann rollt ihr fröhlich vor euch hin, bis der Teig komplett aufgebraucht ist. Ich brauchte 2 Durchläufe, weil ich so viel Teig über hatte und hatte dann insgesamt, ich glaube, 8 Schillerlöckchen daraus, aber abhängig davon, wie dick oder dünn ihr rollt und dick oder dünn ihr schneidet, kriegt ihr wahrscheinlich unterschiedlich viel raus. Bevor ich die jetzt gebacken habe, habe ich die für eine halbe Stunde nochmal in den Kühlschrank getan, damit die Butter wieder fest wird und die einfach ein bisschen schöner backen. Und dann kurz vor dem Backen, könnt ihr hier sehen, streiche ich die einfach nur mit einem verquirlten Ei ein. Also mit einer Eistreiche, damit die schön aufgehen und schön glänzen. Und dann ab in den heißen Ofen für, ich glaube bei mir waren es etwas weniger als 15 Minuten. So sahen dann meine fertigen Ergebnisse aus und ich konnte noch heiß diese Förmchen da super, super leicht rausziehen. Also wenn ihr die gut einfettet, dann sollte das eigentlich kein Problem sein und der ganze Spaß rutscht da von alleine runter. Ja, ich habe dann die Form abkühlen lassen und dann noch eine Runde gemacht, aber alles in allem ist das schon mal die Form. Und wir machen jetzt weiter mit der Füllung. Ich habe das so kennengelernt, dass da einfach nur eine Baiser-Füllung reinkommt. Das zeige ich euch jetzt auch. Das heißt, in meiner Schüssel da hinten habe ich einfach nur ganz frisches Eiweiß und in meinem Topf hier Zucker und Wasser. Eiweiß wird volle Kanne aufgeschlagen, bis das richtig schön steif ist und das Wasser wird aufgekocht, bis wir ungefähr 118 Grad haben und das kommt dann zum Eiweiß dazu. Dadurch, dass ihr nur eine ganz kleine Menge Eiweiß braucht, würde ich euch empfehlen, da eventuell das Handrührgerät zu nehmen, weil meine Maschine sich ein bisschen schwer getan hat, weil ich so wenig habe. Und ich glaube, mit dem Handrührgerät geht das rucki zucki und ist auch super gut gemacht. In der Zeit, wo das Eiweiß läuft und steif schlägt, habe ich halt mein Wasser aufgekocht oder mein Zuckerwasser aufgekocht und da einfach gewartet, dass es auf Temperatur kommt. Und hier wollte ich euch eben einmal zeigen, ja, ihr dürft euer Eiweiß komplett steif schlagen und das Ganze überschlagen, bis das so richtig stückig, styroporig aussieht. Das ist in unserem Fall jetzt gar kein Problem, weil wir unseren heißen Zuckersirup dazu tun. Wenn ihr aber normales Eiweiß aufschlagt und da normalerweise kein Zucker dazu kommt, dann solltet ihr immer darauf achten, Eiweiß eben nicht zu überschlagen. Aber bei uns halt, wie gesagt, kein Problem, weil der heiße Zuckersirup jetzt dazu kommt und wir dann eine richtig schöne Baiser rausbekommen. Und dadurch erledigt sich das Problem und unser Eiweiß wird auch komplett abgekocht. Also wir haben dann ein sicheres Lebensmittel und ihr müsst euch keine Sorgen über rohes Eiweiß machen. Wer aber mag oder eben nicht mag, ich habe aber auch mehrfach gelesen, dass in so Schillerlocken, Schaumröllchen sahnige Sachen reingepackt werden. Also das ist persönliches Gusto. Ich habe es halt mit Baiser kennengelernt. Hätten wir das auch geklärt. Dann optional, was ich noch gemacht habe, ist mir ein bisschen Schoki aufgelöst und ein paar halt da reingetunkt, weil ich die Optik ganz schön finde und auch den Geschmack total gerne habe. Aber das ist optional. Wer es mag, es ist halt super einfach. Ihr tunkt die halt einfach nur zur Hälfte da rein. Super easy. In der Zeit, wo ich das gemacht hatte, ist meine Baiser so lange gelaufen, bis sich die Schüssel kalt angefühlt hat. Das heißt, wenn der heiße Zuckersirup da reinkommt, wird das Ganze ultra heiß und dann müsst ihr das wirklich noch 10-15 Minuten lang laufen lassen, bis sich die Schüssel wieder in Anführungszeichen kalt anfühlt, also auf Raumtemperatur ist. Dann könnt ihr euch Spritzbeutel und Tülle nehmen und das Ganze in eure Hörnchen füllen. Und das Ganze ist halt super einfach. Ihr füllt einfach so lange, bis ihr einen Widerstand spürt und nehmt dann die Tülle raus. Was ich jetzt hier noch gemacht habe, weil ich das halt auch wiederum so kennengelernt habe, ist, dass man die in so Gebäckkapseln oder in meinem Fall einfach nur Muffinförmchen packt, damit das Ganze nach ein bisschen mehr einfach aussieht. Und ja, das war aber dann halt auch schon das Endergebnis hier, der Anschnitt in Anführungszeichen. Da könnt ihr sehen, wie zart dieser Blätterteig wirklich ist, obwohl wir ein bisschen gefuscht haben. Aber ja, das war's. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Schreibt das in die Kommentare. Vergesst auch nicht in die Infobox zu schauen, da ist alles verlinkt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!